Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für ein türkisches Fladenbrot mit Feta-Käse. Dafür als erstes 10 Gramm frische Hefe in eine Rührschüssel bröseln, 300 Milliliter lauwarmes Wasser dazu gießen, einen Schuss Olivenöl, je einen Teelöffel Salz und Zucker und zum Schluss 400 Gramm Weizenmehl Typ 405. Alle Zutaten anschließend mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten verkneten, bis daraus ein glatter, aber noch sehr klebriger Teig entstanden ist. Den fertigen Teig jetzt auf eine gut bemehlte Arbeitsfläche geben, von oben ebenfalls sehr gut einmehlen. Danach formen wir eine Kugel aus dem Teig. Dafür den Teig von außen nach innen ziehen, in der Mitte immer etwas festdrücken, wenn nötig, immer wieder etwas Mehl nachgeben bzw. drüber streuen und den Teig dann einmal umdrehen. Jetzt können wir die Teigkugel ruhen lassen, dafür am besten eine große Rührschüssel hernehmen, einen Schuss Olivenöl hineingeben, die Schüssel damit gut einölen, damit der Teig später nicht klebt. Die Teigkugel in die Schüssel geben, von oben ebenfalls mit Öl beträufeln und einreiben und dann mit einem Küchentuch abdecken und für ca. 45 Minuten ruhen lassen. Das Teigvolumen sollte sich nach der Ruhezeit deutlich vergrößert haben. Jetzt ein Backblech mit Backpapier auslegen, den Teig auf das Backblech geben. Der sollte durch das Einölen im Idealfall einfach aus der Schüssel rutschen, das Fladenbrot dann vorsichtig mit den Händen auf die gewünschte Größe flach drücken und danach bestreichen wir es mit Eigelb, dafür ein großes Eigelb, einfach verquirlen und mit einem Pinsel vorsichtig auf dem Fladenbrot verstreichen. Danach könnt ihr mit den Fingern noch das typische Muster in das Fladenbrot drücken. Zuerst rundherum einen etwa 2 cm breiten Rand freilassen und dann jeweils 3 Linien waagerecht und senkrecht nebeneinander in das Fladenbrot drücken. Wenn das erledigt ist, kommen wir zum Topping. Da gebe ich als erstes Feta-Käse drauf, einfach ca. 150 Gramm auf dem Fladenbrot zerbröseln und zum Schluss noch Sesam sowie Schwarzkümmelsamen drüber streuen. So sieht das fertig belegte Fladenbrot dann aus. Jetzt können wir es abbacken bei 220 Grad Ober-Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten in den Backofen schieben, mittlere Schiene, außerdem zu Beginn etwas Wasser auf den Boden des Backofens geben, um Dampf zu erzeugen. Und sobald das Fladenbrot goldbraun und knusprig ist, können wir es aus dem Ofen holen. So sieht das fertige Fladenbrot dann nach dem Backen aus. Jetzt erstmal kühlen lassen und dann am besten noch warm servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.